Guten Tag zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry. Und ich bin Emilia. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein spannendes Thema für euch. Es geht darum, wie man Deutsch üben kann, ohne dass es sich wie Lernen anfühlt. Genau, viele von euch sagen uns, dass Lernen manchmal anstrengend ist. Wir verstehen das total. Deshalb zeigen wir euch heute Methoden, die Spaß machen und trotzdem sehr effektiv sind. Henry, lass mich mit einer Frage starten. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Gute Frage. Ich schaue gerne Serien und höre Musik. Und du? Ich lese gerne und koche viel. Und wisst ihr was? Genau diese Hobbys kann man nutzen, um Deutsch zu lernen. Absolut. Nehmen wir zum Beispiel Serien. Ich schaue meine Lieblingsserien auf Deutsch mit deutschen Untertiteln. Das ist eine super Methode. Am Anfang versteht man vielleicht nicht alles, aber das Gehirn gewöhnt sich daran. Richtig. Und man lernt dabei, wie Menschen wirklich sprechen, nicht wie in Lehrbüchern. Genau, in Lehrbüchern sagt man, wie geht es Ihnen? Aber im echten Leben sagen die Leute oft nur, wie geht's? Eine Frage an euch, liebe Zuschauer. Welche deutschen Serien oder Filme schaut ihr gerne? Schreibt es in die Kommentare. Ja, wir sind sehr neugierig. Vielleicht entdecken wir auch neue Serien durch eure Tipps. Emilia, du hast vorhin gesagt, dass du gerne kochst. Wie hilft dir das beim Deutschlernen? Oh, das ist einfach. Ich schaue deutsche Kochvideos auf YouTube. Die sind perfekt für Anfänger. Warum sind sie so gut? Weil die Sprache sehr praktisch ist. Man hört Wörter wie schneiden, braten, mischen, kochen. Das sind Verben, die man jeden Tag braucht. Und man sieht gleichzeitig, was die Wörter bedeuten. Das Gehirn verbindet das Wort mit der Handlung. Genau, zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich schneide die Zwiebel und man sieht die Person dabei, dann vergisst man das Wort nie wieder. Das ist ein super Tipp. Habt ihr schon mal deutsche Kochvideos angeschaut, liebe Zuschauer? Und falls nicht, probiert es aus. Es macht wirklich Spaß und man lernt so viel. Jetzt komme ich zu meiner Lieblingsmethode, Musik. Oh ja, Musik ist fantastisch zum Lernen. Ich höre deutsche Songs und lese die Texte mit. So lerne ich neue Wörter und wie man sie ausspricht. Welche deutschen Künstler magst du, Henry? Ich mag verschiedene Stile, Pop, Rock, Rap. Es gibt für jeden Geschmack etwas. Das Tolle an Musik ist, man kann die Lieder immer wieder hören. Irgendwann singt man mit, ohne darüber nachzudenken. Und plötzlich hat man einen ganzen deutschen Text im Kopf. Das ist wie Magie. Welche deutschen Songs liebt ihr? Schreibt eure Favoriten in die Kommentare. Wir wollen eure Playlist kennenlernen. Ja, bitte teilt eure Musikempfehlungen mit uns. Das hilft auch anderen Lernenden. Henry, was hältst du von Podcasts? Podcasts sind großartig. Man kann sie überall hören. Beim Spazieren, beim Kochen, im Bus. Stimmt. Und es gibt so viele verschiedene Themen. Jeder findet etwas Interessantes. Am Anfang ist es vielleicht schwer, alles zu verstehen, aber das ist normal. Der Trick ist, einfach zuhören, auch wenn man nicht jedes Wort versteht. Das Gehirn lernt trotzdem. Genau, man muss nicht perfekt sein. Perfektion kommt mit der Zeit. Und wisst ihr was? Unser Podcast Dankecast Deutsch ist auch perfekt zum Üben. Das stimmt. Wir sprechen klar und nicht zu schnell. Perfekt für Anfänger. Jetzt eine andere Methode. Alltagsgegenstände beschriften. Oh, das habe ich auch gemacht. Das funktioniert super. Man klebt einfach kleine Zettel auf Dinge im Haus. Auf den Kühlschrank kommt der Kühlschrank, auf die Tür kommt die Tür. So sieht man die Wörter jeden Tag. Man lernt sie automatisch, ohne extra zu üben. Und man lernt auch die Artikel, der, die, das. Das ist sehr wichtig im Deutschen. Artikel sind am Anfang schwierig, aber mit dieser Methode wird es einfacher. Macht das jemand von euch schon? Oder wollt ihr es ausprobieren? Sagt uns Bescheid in den Kommentaren. Eine weitere tolle Methode ist, mit sich selbst auf Deutsch reden. Meinst du wirklich laut reden? Ja, zum Beispiel beim Anziehen am Morgen. Man sagt, ich ziehe meine Hose an. Jetzt nehme ich mein T-Shirt. Das klingt lustig, aber es macht total Sinn. Man übt so das Sprechen, auch wenn niemand zuhört. Es ist privat und entspannt. Und man kann Fehler machen, ohne sich zu schämen. Genau, Fehler sind gut. Sie zeigen uns, was wir noch lernen müssen. Eine Frage an unsere Zuschauer. Redet ihr manchmal auf Deutsch mit euch selbst oder fühlt ihr euch dabei komisch? Ja, erzählt uns von euren Erfahrungen. Vielleicht habt ihr lustige Geschichten. Henry, was denkst du über Sprachaustausch? Sprachaustausch ist fantastisch. Man trifft Menschen aus anderen Ländern und spricht mit ihnen. Wie funktioniert das genau? Man findet jemanden, der Deutsch lernen möchte und deine Sprache spricht. Dann hilft man sich gegenseitig.
Das ist eine Win-Win-Situation. Beide Personen profitieren davon. Und man macht neue Freunde aus der ganzen Welt. Das ist wunderbar. Es gibt viele Apps dafür. Man kann online oder persönlich treffen. Der Vorteil? Man übt echte Konversation, nicht nur Grammatikübungen aus dem Buch. Und echte Menschen korrigieren einen auf natürliche Weise. Habt ihr schon Sprachaustausch gemacht, liebe Zuschauer? Wie waren eure Erfahrungen? Wir sind gespannt auf eure Geschichten. Vielleicht habt ihr tolle Freundschaften durch Sprachaustausch gefunden. Jetzt sprechen wir über soziale Medien. Oh ja, Instagram, TikTok, Facebook, alles kann beim Lernen helfen. Wie nutzt du soziale Medien zum Deutschlernen, Emilia? Ich folge deutschen Accounts. Ich lese die Posts, schaue die Videos, lese die Kommentare. Das ist clever. Man sieht, wie junge Leute wirklich schreiben und sprechen. Genau, man lernt auch moderne Ausdrücke und Slang. Aber Vorsicht, in sozialen Medien schreiben Leute oft umgangssprachlich oder mit Abkürzungen. Das stimmt, aber das ist auch gut. So lernt man verschiedene Sprachstile. Richtig. Man muss wissen, so schreibt man Freunden. Aber in formellen Situationen schreibt man anders. Welche deutschen Social-Media-Accounts folgt ihr? Gebt uns Empfehlungen in den Kommentaren. Ja, bitte. Wir wollen auch so eine Südamericaner. Wir wollen auch neue interessante Accounts entdecken. Eine Methode, die ich liebe. Deutsche Bücher lesen. Aber ist das nicht schwer für Anfänger? Es kommt darauf an, man muss das richtige Buch wählen. Was meinst du damit? Für Anfänger gibt es spezielle Bücher, sie sind einfach geschrieben und haben kurze Sätze. Ah, verstehe. Also keine komplizierten Romane. Genau, man kann mit Kinderbüchern anfangen, die sind perfekt. Kinderbücher sind eine super Idee. Die Sprache ist einfach und die Geschichten sind oft schön. Und später kann man zu Jugendbüchern wechseln, Schritt für Schritt. Der wichtigste Punkt, man muss nicht jedes Wort verstehen. Absolut, wenn man den Kontext versteht, reicht das am Anfang. Man kann unbekannte Wörter aus dem Zusammenhang erraten. Lest ihr deutsche Bücher, liebe Zuschauer? Welche könnt ihr empfehlen? Ja, wir brauchen Buchempfehlungen, besonders für Anfänger. Henry, hast du schon mal deutsche Spiele gespielt? Ja, Videospiele auf Deutsch sind toll zum Lernen. Wie funktioniert das? Man ändert einfach die Spielsprache auf Deutsch, dann liest und hört man alles auf Deutsch. Das klingt nach Spaß, lernen ohne es zu merken. Genau, man konzentriert sich aufs Spiel, aber das Gehirn lernt trotzdem. Welche Art von Spielen ist am besten? Spiele mit vielen Dialogen sind super, Rollenspiele zum Beispiel. Da lernt man viele Konversationen, oder? Ja, und auch Vokabeln zu verschiedenen Themen, Abenteuer, Kämpfe, Freundschaft. Spielt ihr Videospiele auf Deutsch? Welche könnt ihr empfehlen? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind neugierig, vielleicht probieren wir eure Empfehlungen auch aus. Eine Methode, die oft vergessen wird, deutsche Nachrichten schauen. Nachrichten? Ist das nicht zu schwierig? Es kommt darauf an, es gibt einfache Nachrichtensendungen für Lernende. Ach so, speziell für Menschen, die Deutsch lernen. Genau, sie sprechen langsamer und verwenden einfachere Wörter. Das ist perfekt. Man lernt auch viel über Deutschland und die Welt. Und man hört aktuelle, moderne Sprache, nicht nur Lehrbuchsprache. Man lernt auch über verschiedene Themen zu sprechen. Politik, Wetter, Sport. Diese Vielfalt ist wichtig. Im echten Leben redet man über viele verschiedene Dinge. Schaut ihr deutsche Nachrichten? Oder ist das noch zu schwer für euch? Sagt uns, wie euer Sprachniveau ist. Wir wollen euch besser kennenlernen. Emilia, was hältst du von Tagebuchschreiben auf Deutsch? Oh, das ist eine meiner Lieblingsmethoden. Warum ist Tagebuchschreiben so gut? Man übt das Schreiben, aber es ist privat. Niemand liest es außer dir selbst. Das heißt, man kann Fehler machen ohne Angst. Genau, und man schreibt über sein eigenes Leben. Das ist interessant und persönlich. Was schreibt man ins Tagebuch? Alles, was man heute gemacht hat, wie man sich fühlt, was man morgen plant. Das sind alltägliche Sätze, sehr praktisch. Richtig, man lernt über sich selbst zu sprechen. Das braucht man oft. Und man kann später zurückblättern und sehen, wie viel man gelernt hat. Das ist sehr motivierend. Man sieht den Fortschritt schwarz auf weiß. Führt ihr ein Tagebuch auf Deutsch? Oder habt ihr es vor? Erzählt uns davon. Ja, wir würden gerne wissen, ob ihr diese Methode mögt oder nicht. Eine sehr praktische Methode, deutsche Apps auf dem Handy installieren. Welche Apps meinst du? Alle Apps. Wetter-Apps, Fitness-Apps, Kalender, einfach alles auf Deutsch einstellen. Das ist clever. Man sieht Deutsch jeden Tag, mehrmals am Tag. Genau. Man checkt das Wetter. Heute 15 Grad bewölkt. Schon hat man Deutsch geübt. Oder der Kalender. Montag 10 Uhr Zahnarzt. Einfach, aber effektiv. Das Gehirn gewöhnt sich daran. Deutsch wird normal, nicht fremd.
Und es kostet keine extra Zeit. Man nutzt die Apps sowieso. Habt ihr eure Apps schon auf Deutsch umgestellt? Probiert es aus. Und sagt uns, ob es schwierig war oder ob es gut funktioniert hat. Emilia, wollen wir über Fehler sprechen? Gute Idee. Fehler sind ein wichtiges Thema beim Sprachenlernen. Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Sie wollen perfekt sein. Aber Perfektion ist unmöglich, besonders am Anfang. Richtig, jeder macht Fehler. Sogar Muttersprachler machen manchmal Fehler. Das Wichtigste ist, aus Fehlern lernen, nicht sie fürchten. Wenn du einen Fehler machst und jemand korrigiert dich, dann hast du etwas Neues gelernt. Genau, Fehler zeigen uns den Weg zum Erfolg. Eine Frage an euch. Macht ihr euch Sorgen über Fehler oder macht es euch nichts aus? Wir würden gerne eure Gedanken dazu hören. Kommentiert bitte. Jetzt sprechen wir über Konsistenz. Was bedeutet das? Konsistenz heißt regelmäßig üben, jeden Tag ein bisschen. Ah, verstehe. Also nicht einmal pro Woche 3 Stunden, sondern jeden Tag 20 Minuten. Genau, das ist viel effektiver. Warum ist das besser? Weil das Gehirn durch Wiederholung lernt. Wenn man jeden Tag Deutsch hört, spricht das Gehirn darauf an. Es ist wie Sport. Jeden Tag 10 Minuten joggen ist besser als einmal im Monat 2 Stunden. Perfekter Vergleich. Sprachenlernen ist wie ein Muskel trainieren. Man muss geduldig sein. Erfolg kommt nicht über Nacht. Richtig. Aber wenn man dranbleibt, sieht man nach einigen Wochen schon Fortschritte. Übt ihr jeden Tag Deutsch oder nur manchmal? Erzählt uns von eurer Routine. Vielleicht können wir voneinander lernen. Henry, was ist dein letzter Tipp für unsere Zuschauer? Mein letzter Tipp ist, habt Spaß. Das ist wichtig. Wenn Lernen keinen Spaß macht, hört man irgendwann auf. Aber wenn es Spaß macht, will man immer weitermachen. Genau. Deshalb haben wir heute so viele verschiedene Methoden gezeigt. Jeder Mensch ist anders. Was für mich funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich. Richtig. Probiert verschiedene Methoden aus und findet heraus, was euch gefällt. Vielleicht ist es Musik, vielleicht Serien, vielleicht Kochen oder Spiele. Das Wichtigste, findet euren eigenen Weg. Und vergesst nicht, ihr seid nicht allein. Wir sind hier, um euch zu helfen. Und es gibt eine große Community von Deutschlernenden auf der ganzen Welt. Ihr könnt euch gegenseitig unterstützen und motivieren. Also, liebe Zuschauer, welche Methode wollt ihr als erstes ausprobieren? Schreibt es in die Kommentare. Wir lesen alle und antworten gerne. Und wenn ihr andere Tipps habt, teilt sie auch. Vielleicht helfen sie anderen Lernenden. Vergesst nicht, dieses Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal, wenn ihr mehr Videos wie dieses sehen möchtet. Wir machen jede Woche neue Videos über das Deutschlernen und das Leben in Deutschland. Schaltet auch die Glocke ein, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Habt ihr Wünsche für zukünftige Themen? Sagt uns Bescheid. Ja, wir wollen Videos machen, die euch wirklich helfen. Also sagt uns, worüber wollt ihr mehr lernen? Grammatik, Aussprache, deutsche Kultur, Redewendungen. Wir sind offen für alle Vorschläge. Bevor wir uns verabschieden, denkt daran, dass Deutschlernen eine Reise ist. Es braucht Zeit, aber es lohnt sich. Jeder kleine Schritt bringt euch näher ans Ziel. Und denkt daran, es ist okay, langsam zu lernen. Geschwindigkeit ist nicht wichtig. Was wichtig ist, dranbleiben und nicht aufgeben. Ihr schafft das, wir glauben an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ja, danke, dass ihr heute bei uns wart. Wir hoffen, dieses Video hat euch geholfen und inspiriert. Bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Macht weiter so mit dem Deutschlernen. Und vergesst nicht, Lernen soll Spaß machen. Auf Wiedersehen und viel Erfolg. Tschüss, bis bald.